Der Trend geht zum Zweitanker. Ja, könnte man so sagen. Die sind allein an dem Strand. Das heißt, wir packen jetzt wieder zusammen, zum zweiten Mal an diesem Tag. Und was ist deine Prognose? Klappt das? Klar klappt das. Wir wollten gerade Anker aufgehen. Und so sieht das aus. Der Trend geht zum Zweitanker. Ja, könnte man so sagen. Also ich habe den Anker gestern schon beim Tauchen gesehen, der lag aber seitlich von uns. Jetzt sind wir heute Nacht wohl geschweuert, haben ihn uns eingewickelt. Ich versuche jetzt mal, ob ich ihn so klarieren kann. Zur Not muss ich halt noch mal runtertauchen und es dann im Wasser machen. Das geht nicht. Kannst du ein bisschen Kettenlose geben? Nee, auf, hol mal auf. Weiter, weiter. Okay, gut. Nicht, dass du dir jetzt Löcher in den Bug knallst, ne? Das geht so nicht. Geh runter. Unter Wasser ist er leichter. Ja, ich brauche ja nur die Kette wegziehen, nicht den Anker. Ja. Ja, dann abwärts. Also wir versuchen jetzt nochmal, bevor ich runtertauche, nochmal was anderes. Du gibst Kettenlose. Wie müssen wir denn jetzt rumfahren? Weiß ich nicht mehr. Ach, ich gehe runter. Geht, glaube ich, schneller. Ja, ich glaube auch. Also ich gehe jetzt tauchen und klariere das. Wir haben direkt 5 Meter hinter uns eine rote Boje. Deswegen können wir jetzt auch nicht mitfilmen, weil sobald ich auftauche und frei rufe, muss Marion dann vorwärts geben, nachdem sie geguckt hat, wo die rote Boje ist. Das heißt, wir können jetzt leider die Kamera nicht mitlaufen lassen.
Leute, ich wollte euch das nicht vorenthalten. So ist das hier am frühen Morgen. Paralia crisimilia oder so. Wir sind allein an dem Strand. Ganz alleine. Gestern war kurz für ein paar Stunden ein anderes Boot da. Ansonsten, ja, es sind ein paar Badegäste da. Noch, jetzt natürlich noch keiner. Es ist noch ziemlich früh am Morgen. Das haben wir gesucht und das wollten wir haben nach 2 Jahren. Absolutes Chaos, Hochsaison auf den Balearen. Und deswegen sind wir auch ein bisschen schneller durchgefahren. Haben viele nicht verstanden. Ist mir klar, wir haben es an manchen Stellen auch nicht verstanden. Wenn denn das Wetter doch vielleicht gar nicht so schlecht war, warum wir weitergefahren sind. Aber wir wollten das hier haben. Wir brauchten beide das. Ruhe, Freiheit. Ach, es ist herrlich, es ist wirklich ein Traum. Wir sind in Alonissos, das ist die 3. frei befahrbare Insel der Sporaden vor dem Naturgebiet. Es ist schon Zone B hier, man darf hier schon nicht mehr alles, aber ja, ankern und fahren darf man und deswegen sind wir auch einfach hier. Und es sind natürlich deutlich weniger, ja, andere Boote da, weil es schon recht außerhalb ist und sämtliche Charterbasen doch ein bisschen weiter entfernt. Und deswegen ist es hier jetzt alles doch ein bisschen entspannter, so wie wir das wollten. Ist das nicht schön? Das ist ein Träumchen. Aus dem Leben eines Langfahrtseglers. Das ist die 2. Bucht an diesem Tag. Wir lagen heute Morgen und die letzte Nacht hier drüben, eine Bucht weiter, und haben uns da super wohl gefühlt. Die war sehr schön und türkis. Es wurde aber immer schaukeliger. Und dann sind wir eine weitergefahren und müssen jetzt feststellen, nachdem 2 Stunden vergangen sind, wir den Sonnenschutz wieder angebracht haben und uns ans Arbeiten gemacht haben, dass es hier auch nicht geht, weil es hier einfach auch zu schaukelig ist und wir haben kein Internet. Das heißt, müssen wir mal festhalten, sonst falle ich gleich von Bord. Ja, das heißt, wir packen jetzt wieder zusammen zum 2. Mal an diesem Tag. Es ist Freitagnachmittag und es ist der blödste Zeitpunkt, um einen neuen Platz zu suchen. Aber wir versuchen es jetzt trotzdem, weil wir brauchen Internet und wir hoffen auf etwas weniger Welle. Wir fahren die Küste ein wenig weiter, in der Hoffnung, eine geschützte Bucht zu finden. Allerdings liegen alle Buchten in der gleichen Richtung zur Welle und zum Schwell. Und deswegen finden wir in jeder Bucht, die wir anfahren, die gleichen Bedingungen. Und so beschließen wir, in den Hafen zu fahren. Wir kennen den Hafen nicht. Es sieht auf der Karte nett aus und wir wissen, wir müssen dort römisch-katholisch anlegen, also mit dem Anker und Hecklein. Eine kleine Herausforderung für uns. Wir haben das noch nie getan. Aber wir haben keine andere Möglichkeit. Und so drehen wir um und steuern schweren Herzens den ersten Hafen unserer Reise an. Nicht wissend, was uns erwartet. So, eine Irrfahrt. Wir sind erst da runtergefahren und haben uns 2 Buchten angeguckt, um festzustellen, dass jede Bucht heute Nacht Schwell bekommt, inklusive der Bucht, aus der wir losgefahren sind. Jetzt fahren wir in die andere Richtung. Dort ist ein Örtchen, das nennt sich Foci Beach. Und da fahren wir jetzt rein. Das ist ein kleiner Hafen und da ist römisch-katholisch Anlegen mit Landleine oder Anlegen rückwärts mit Landleine. So, das haben wir noch nie gemacht. Wir würden es gerne aufnehmen, aber unsere GoPro ist kaputt gegangen.
Wenn du noch eine GoPro im Schrank liegen hast und uns die schenken willst, dann schreib uns gerne eine Nachricht auf flaschenpost@hafenkino.blog. Vielen Dank. Und was ist deine Prognose? Klappt das? Klar klappt das. Geh mal davon aus. Wüsste nicht, warum nicht. Ja, heute ist ein ganz bestimmtes Datum, ne? Ja, Freitag der 13. ist heute. Das ist ein Glückstag. Ach so. Ja. Ich dachte, Segler sind abergläubisch. Ja, und für mich ist Freitag der 13. ein Glückstag. Na das dann. ist ein Tag, wo ich auch gerne Lotto gespielt habe. Wenn ich denn, habe zwar nie gewonnen, aber ich habe Lotto gespielt. Wir stecken echt viel Zeit und Energie in jedes Video. Immer irgendwo unterwegs, auf engstem Raum. Wenn du magst, was wir machen und ein bisschen mehr Einblick willst, bei Patreon gibt es Videos vorab, ganz ohne Werbung, Bonusmaterial und auf manchen Stufen auch persönliche Updates oder ein Call mit uns. Schau gerne mal vorbei, den Link findest du unten in der Beschreibung oder oben im Video. Wir freuen uns, wenn du dabei bist. Und danke an alle, die schon mit an Bord sind. Das bedeutet uns wirklich viel. Wir wollten auf die Sporaden auf die Insel und haben direkt beschlossen, die erste gleich mal auszulassen. Ja, war aber eine gute Idee. Es war ja Wochenende, also Wochenanfang und Skiathos ist eine Charterbasis und da war echt viel los. Und wir hatten auch keinen guten geschützten Ankerplatz gefunden. Also der nächst gut geschützte Ankerplatz war tatsächlich auf Skopelos. Das ist die zweite Insel der Sporaden. Und die sind wir dann auch angesteuert. Ja. Und selbst da war die Bucht, wo wir glaubten, sie wäre geschützt, war nicht geschützt. Wir sind dann nochmal um die Ecke rumgefahren und haben dann da eine Bucht gefunden. Auf Skopelos hatten wir auch Schwierigkeiten tatsächlich aufgrund der Welle und des Windes eine geschützte Bucht zu finden und haben dann beschlossen, dann fahren wir doch weiter nach Alonissos. Ja. Das ist die dritte befahrbare Insel der Sporaden. Dahinter beginnt das Naturschutzgebiet, wo man auch nicht mehr ankern darf über Nacht. Also es gibt noch eine, wo man über Nacht ankern darf. Ansonsten ist das Naturschutzgebiet und das ist auch gut so, weil hier gibt es ganz viele, gibt irgendwelche Robben und keine Ahnung, also ganz tolles Gebiet ist das und das ist wirklich schützenswert. Wir liegen im kleinen Hafen von Vodsee. Heckleine an der Felswand, das Wasser klar bis auf den Grund. Es ist still hier, man hört nur die Zikaden und das sanfte Rauschen der Wellen am Wellenbrecher. Ein Ort, an dem man nicht nur ankommt, sondern bleibt. Und natürlich müssen wir auch mal los. Der kleine Supermarkt liegt oben im Ort und der Weg dorthin ist fast schöner als das Ziel. Es geht den Hang hinauf, vorbei an weißen Häusern und Obstbäumen, über schmale Wege, durch blühende Gärten. Unterwegs entdecken wir einen Mirabellenbaum, ein paar reife Früchte nehmen wir direkt vom Ast. Sag mal, was hast du da? Also es wird wohl sowas wie Mirabellen sein.
Hier hinter uns ist ein Restaurant und die Dame kam gerade raus und hat uns eine Plastiktüte in die Hand gedrückt. Und ich habe dann nochmal gefragt, ob das okay wäre. Und die war ganz glücklich, dass wir das hier mögen und jetzt ein bisschen was ernten. Mhm. Schön, lecker. Frisch. Jetzt haben wir auch noch Nektarinen geschenkt bekommen. Aprikosen. Ja, klar, natürlich. Aprikosen. Da, von dem Laden. Wer mal hierher kommt, da essen. Marion kann unglaublich tolle Worte. Hier gibt es irgendwie keine direkten Wege. Und Marion, was sagtest du gerade? Wenn wir nicht bei Dimitris die Treppen runtergehen wollen, den außenrummigen Weg gehen müssen. Also, ihr habt das gehört, den außenrummigen Weg ist das Adjektiv von außenrum. Alonissos gehört zu den nördlichen Sporaden und gilt als die ruhigste unter den größeren Inseln der Gruppe. Vozi, bekannt nach dem griechischen Marineoffizier Nikolaos Vozis, ist ein winziger Küstenort mit einer natürlichen Hafenbucht. Früher ein reines Fischerdorf, heute ein stiller Rückzugsort mit nur wenigen Tavernen und Gästezimmern. Die Insel selbst blickt auf eine lange Geschichte zurück. Schon in der Antike war Alonissos besiedelt, damals unter dem Namen Ikos. Handel, Fischerei und Weinbau spielten eine große Rolle. Heute ist die Insel vor allem für ihre Natur bekannt. Alonissos liegt im Zentrum des ersten Meeresnationalparks Griechenlands. Ein Schutzgebiet für Mönchsrobben, Delfine und viele seltene Vogelarten. Vozi liegt nur wenige Kilometer von Patitiri, dem Haupthafen, entfernt, aber wirkt wie eine kleine Welt für sich. Still, grün, geschützt und mit einer dieser Buchten, die man nie vergisst.